Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Aus Sicht der Koalition gibt es eine gute Nachricht. Bei ihrem Krisengipfel morgen im Kanzleramt gibt es ein Streitthema weniger. Das E-Fuel-Drama ist vom Tisch, nachdem heute ein Kompromiss mit der Europäischen Kommission gestrickt wurde. Wobei man das in Brüssel ja mit geballter Faust in der Tasche tat. Die Verärgerung darüber, wie Deutschland bzw. die FDP in letzter Minute den ganzen EU-Betrieb aufhielt, ist mindestens so groß wie die Freude von Verkehrsminister Wissing. Die Frage wird sein, ob die Industrie überhaupt Interesse daran hat, reihenweise Pkw zu bauen, die ausschließlich mit E-Fuels betankt werden können. Christiane Hübscher berichtet. Noch gibt es sie nur in Kleinstmengen aus dem Labor, die E-Fuels. Der deutsche Verkehrsminister aber hat für sie das Verbrennerverbot in Brüssel erfolgreich aufgeweicht. Wir wollten immer, dass Neuzulassungen von Fahrzeugen auch nach 2035 noch möglich sind, wenn diese Fahrzeuge nur mit synthetischen Kraftstoffen, E-Fuels, betankt werden können. Jetzt haben wir das durchgesetzt. Es ist Wissings Sieg gegen die EU-Kommission, die heute nur knapp mitteilt, wir haben eine Einigung mit Deutschland über die künftige Nutzung von E-Fuels in Autos. Diese synthetischen Kraftstoffe sind zwar klimaneutral, aber längst nicht marktreif und wohl auch künftig nur eine Nische für Schiffe und Flugzeuge, sagen Experten. Das ganze Theater nützt in erster Linie der FDP. E-Fuels sind nichts weiter als Wahlkampf-Klimbim. Sie sind ineffizient und teuer, sehr, sehr aufwendig herzustellen. Wir brauchen dafür sehr viel Ökostrom. Sie haben im Pkw-Bereich nichts zu suchen. Auch der Kanzler begrüßt die Entscheidung heute eher verhalten. E-Fuels können eine Möglichkeit sein. Wie viele davon Gebrauch machen und ob das überhaupt relevant wird, das kann niemand sagen. Wissing ist überzeugt, die Ausnahme sei juristisch sicher. Doch in Brüssel gibt es Zweifel. Der Kompromiss ist nicht rechtssicher. Bedauerlicherweise viele Europaabgeordnete, ich nicht, aber andere werden klagen und sie haben juristisch gute Argumente. Vorerst aber ist es das Ende einer Blockade. Am Dienstag soll das Verbrenneraus von der EU verabschiedet werden, mit der Ausnahme für E-Fuels. Die Treibhausgase runterzufahren, um die Erderwärmung abzubremsen, ist das eine. Zugleich aber muss sich die Menschheit damit befassen, wie sie die Folgen des bereits eingetretenen Klimawandels handelt. Darum ging es bei der Internationalen Wasserkonferenz der Vereinten Nationen. Was früher nur ferne Länder, vor allem auf der südlichen Halbkugel, zu betreffen schien, ist ja längst auch in Europa sichtbare Realität. Flüsse, die nicht genug Wasser führen. Grundwasserspiegel, die sinken. Trockene Böden, die nicht mehr die gewohnte Ernte hervorbringen. Und wenn zwischendurch extremer Starkregen fällt, hilft das auch nicht, im Gegenteil. Johannes Hanow berichtet. Es ist die Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten. Sauberes Wasser, wie hier in Chile am Fuße der Anden. Doch sauberes Wasser ist zu einer knappen Ressource geworden. Mehr als 2 Milliarden Menschen haben keinen gesicherten Zugang. Es drohen Verteilungskämpfe, Massenmigration, wirtschaftliches Desaster und Wasserknappheit ist längst kein Problem des armen Südens mehr. Bilder vom Rhein im vergangenen Sommer. Wir haben die Nachrichten, dass in Italien und Frankreich durch eine Winterdürre sowohl die Wasserversorgung als auch die Versorgung der Atomkraftwerke in Frankreich problematisch ist und die Alpengletscher immer stärker schmelzen, sodass wir auch in Deutschland, in Europa uns für nachhaltiges Management, den Schutz unseres höchsten Gutes des Wassers stärker engagieren müssen. 3 Tage haben hier in New York die Vereinten Nationen gemeinsam mit mehr als 6.000 Vertretern von NGOs und Unternehmen beraten. Herausgekommen sind gut 700 freiwillige Selbstverpflichtungen für eine nachhaltige Wasserwirtschaft. Es war wirklich wie eine Auftaktveranstaltung, so fühlte sich das an. Also man kommt zusammen, man wirft mal alles auf den Tisch und jetzt muss es weitergehen. Aber ich glaube schon, dass durch die Konferenz ein Signal noch mal rausgesendet worden ist und diesen Impuls müssen wir jetzt nutzen. Ein UN-Wasserbeauftragter soll in Zukunft die Maßnahmen koordinieren. Und in 2 Jahren soll es eine Folgekonferenz geben. Die Zeit drängt, denn bis 2030, so die UNO, wird der weltweite Trinkwasserbedarf 40% über dem vorhandenen Angebot liegen. Dass für den Klimaschutz mehr getan werden muss, findet in der Regel in der Mehrheit der Bevölkerung große Zustimmung. Etwas anders sieht es allerdings aus, wenn es dann um konkrete Maßnahmen geht. Windkraft? Super. Aber ein Windrad vor meiner Haustür? Bitte nicht. Auch die aktuelle Debatte über Gas- und Ölheizungen bildet dieses Dilemma ja ab.
Insofern kann man gespannt sein, wie die Berliner morgen bei ihrem Volksentscheid für Klimaneutralität abstimmen. Ob die Stadt bereits 2030 vollständig klimaneutral sein soll. Der Berliner Senat sagt, das Ziel sei zwar richtig, aber so schnell realistisch nicht zu schaffen. Aus Berlin Stefan Merseburger. Konzertreigen mit politischer Botschaft. Bis 2030 soll Berlin per Gesetz dazu verpflichtet werden, klimaneutral zu sein. So wollen es die Initiatoren des Volksentscheids. 70% der Emissionen entstehen in den Städten, werden in den Städten verursacht. Von daher muss die Klimawende in den Städten anfangen. Das würde bedeuten, weitgehender Verzicht auf Öl, Gas und Kohle in Kraftwerken. Umstellung auf erneuerbare Energien, mehr Solaranlagen und Wärmedämmung. Nur noch E-Autos in der City. Für die wahrscheinlich demnächst regierende schwarz-rote Koalition ist das Ziel utopisch. Es ist nicht möglich, dass Berlin bis 2030 klimaneutral ist. Und das muss man den Leuten auch klipp und klar erklären. Alles andere ist Augenwischerei. Von mir ein klares Votum Nein zum Klimavolksentscheid. Denn das würde viele, viele Probleme für Berlin bringen, gerade was Bezahlbarkeit angeht. Geschätzte Kosten etwa 100 Milliarden Euro. Die Wissenschaft ist gespalten. Nicht zu verwirklichen, sagen die einen, wichtig die anderen. Also was unrealistisch ist mit dem Business as usual weiterzumachen. Das geht nicht. Ja? Also es wird der Klimawandel ist jetzt schon sichtbar. Es wird noch wärmer werden. Klimaversprechen, zumal gebrochene, helfen nicht weiter, so die in Berlin Versammelten. Die Zeit, die Welt zu retten, laufe davon. Zum ersten Mal ist ein deutscher katholischer Bischof wegen seiner Rolle im Missbrauchsskandal zurückgetreten. Damit beginnen jetzt bei dir die Nachrichten, Heinz. Ja, der Papst hat einem Rücktrittsgesuch des Osnabrücker Bischofs Bode entsprochen. Bode nannte als einen Grund für seinen Gesuch den im September veröffentlichten Zwischenbericht zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Osnabrück. Dieser habe ihm noch einmal deutlich seine eigenen Fehler im Umgang mit Missbrauchsfällen vor Augen geführt. Russlands Präsident Putin hat die Stationierung taktischer Atomwaffen in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus angekündigt. Putin sagte am Abend im russischen Fernsehen, darauf hätten sich Moskau und Minsk geeinigt. Er verwies dabei auf die Stationierung von Atomwaffen der USA auf dem Gebiet von deren Verbündeten in Europa. Rund 2,5 Wochen nach dem Amoklauf bei einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg haben tausende Mitglieder der Glaubensgemeinschaft der Opfer gedacht. Auch Vertreter aus Politik und Behörden nahmen teil. Bei dem Amoklauf hatte ein 35-Jähriger 7 Menschen erschossen und dann auch sich selbst. Wegen der Warnstreikaufrufe für Montag verzichten mehrere Bundesländer morgen darauf, das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen durchzusetzen. So können Warentransporte gegebenenfalls vorgezogen werden. Schon heute gab es in Berlin eine Demonstration für die Tarifforderungen der Gewerkschaften Verdi und EVG. Außerdem ging es um sozial gerechte Energiepreise und bezahlbare Mieten. Die Lottozahlen dieses Samstags, sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 10, 15, 16, 21, 35, 36, Superzahl 5 und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Es ist wieder Zeit, die Uhren umzustellen. 1 Stunde nach vorne in dieser Nacht von 2 auf 3 Uhr. Dann ist Sommerzeit. Auch wenn die Wetteraussichten nicht danach klingen. Morgen im Norden freundlich, in der Mitte teils länger anhaltender Regen und im Süden wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern sowie stürmischen Böen. 7 bis 14 Grad. Am Montag bei 2 bis 9 Grad viele Schnee- und Schneeregenschauer. Am Dienstag vor allem von der Nordsee bis ins östliche Bayern Regen und Schnee. Mittwoch wieder milder, aber wechselhaft. Das war's auch schon von uns. Weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Und die nächste Heute Express gibt es dann um 23:45 Uhr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.